Das Solar Weekend in Roermond. Ein Spielplatz für Erwachsene, geboren aus Herz und Schweiß. Das sind sozusagen unsere Flitterwochen. Wir haben letzten Samstag geheiratet. Ich will mich einfach nur hinsetzen und etwas trinken. Ich kann das überhaupt nicht. Aber danach sind wir froh. Ich habe vielleicht 4 Stunden geschlafen. Wo ist man richtig glücklich? Die Leute können hier auf diesem Festival wie ein Hund und ein Boss durch ein kleines Parcours. Und alles ist eigentlich perfekt. Das Bild ist jetzt gemalt. Mehr als 300 Künstler, internationale Talente und Newcomer-Bands sorgen hier 3 Tage lang für Party nonstop. Aber vor allem die mehr als 30.000 Besucher stehen für ein extrem buntes Programm. Maken we dat? Ja? Okay, dankjewel Jos. Hoi. Ich bin Dennis Belau, ich arbeite hier bei Extrema. Extrema, wir organisieren eigentlich Events, Festivals und einer von den Events ist Solar Weekend, wo wir jetzt sind. 2013 wurde das Solar zum besten Festival der Niederlande gekürt. Hier steckt Liebe im Detail. Das ist ich glaube, ein von den meist kreativsten Festivals von Holland, sowieso, vielleicht von Europa. Ebenso kreativ hat Dennis ein Jahr lang das Festival vorbereitet. Wir laufen jetzt zum Sicherheitscheck, also wir sammeln uns da vorne bei beim Eingang und müssen jetzt noch zum letzten Mal, wir haben das schon öfters gemacht diese Woche, laufen wir jetzt zusammen mit den Sicherheitsdiensten und kontrollieren eigentlich alles, ob alles jetzt echt stimmt. Morgen, meneer Brandweer, op de televisie. Marc, Dennis, wo sollen wir anfangen? Fangen wir einfach am Theatereingang an und arbeiten uns dann von hier aus vor? Von den holländischen Behörden muss Dennis sich jedes Jahr aufs Neue das Festival genehmigen lassen. Gegen alle Widrigkeiten. Wir sind hier in einem Naturgebiet, wir sind hier in einem Gebiet, wo man auch Nachbarn hat. Wir sind hier zu Gast und wir müssen ganz vorsichtig sein, was wir hier machen. Die letzten Jahre war es ziemlich schwierig, auch mit den Nachbarn hier. Jedes Jahr ist es komplett anders. Also das heißt, das eine Jahr hat man Problematik, das geht über Safety. Das andere Jahr ist die Problematik, so die Musikquellen sind zu laut oder so ähnlich. Also die Problematik, ich sehe es ja anders. Aber es ist so, wenn man hier am Campingplatz volle Kanne hat und man hat hier 13.000 Leute, dann kann es nicht anders so sein, dass man Lärm bekommt. Doch sehen Behörden und Naturschutz das auch so? Der Abstand der Zelte geht so in Ordnung. Sie dürfen nur die vorgeschriebenen Grenzen nicht überschreiten. Darum kümmern sich unsere Campingveranstalter. Wir überprüfen später noch mal genau die Abgrenzungen mit ihnen. In 2 Stunden sind die ersten Besucher hier und dann geht's los. Und jetzt sind 2 unterschiedliche Sachen. Also erst Sicherheitscheck, alles check und jetzt sofort die Besucher rein. Das Go hat Dennis also. Jetzt heißt es Gas geben für die wartenden Gäste. Bisher klappt eigentlich alles. Das sind die letzten Sachen, die wir machen müssen, und dann gehen wir offen. Also die stehen da schon 6 Stunden vor, dass wir öffnen eigentlich. Schauplatz 1, der Eingang. Wir warten jetzt, gucken, ob die letzten Sachen noch passieren und dann können wir öffnen. Schauplatz 2, der Campingplatz. Für Übernachtungen im eigenen Zelt oder im bereits aufgebauten Mietzelt.
Das ist Benjamins Hoheitsbereich. Er kennt sein Publikum. Hier sind die richtig originalen Camper. Auf jedem Festival kommen so um die 50 oder 60% der Leute mit Kisten voller Bier, Wein und 5 Zelten. Die bauen alles selbst. Aber es gibt auch Leute, die viel zu tun haben und keine Zeit haben, sich anzustellen, um einen guten Platz zu suchen. Die wollen dann aber auch nicht hinter den Toilettenzelten, wo es stinkt. Die wollen auch einen schönen Platz. Ich glaube, die Leute werden immer fauler, weil sie mehr arbeiten und weil sie mehr feiern. Ich kümmere mich um die Festitents. Festitents ist die einfache, entspanntere Art zu campen. Das heißt, dass man sich kein teures Zelt besorgen oder sich um einen guten Platz prügeln muss. Wir haben hier den Platz gleich am Wasser. Die Leute kommen an und wir zeigen ihnen direkt ihr Zelt. Wenn man sich die Massen ansieht, die losrennen, um einen Platz zu finden, unsere Kunden kommen kurz vor Festivalbeginn hier an, um 18 Uhr. Sie legen ihre Sachen im Zelt ab und gehen aufs Festival. Die Leute mögen die einfache Art zu campen. Außerdem lassen so viele Leute ihr Zelt einfach auf dem Festival. Das sind junge Leute, die faul sind und nach dem Festival total fertig sind und einfach nur nach Hause wollen. Das Festival ist ausverkauft und so ist es sicher auch beim Camping. Bei den meisten Festivals stellst du dein Zelt einfach auf ein Feld und am besten willst du noch den Platz, den du schon seit 15 Jahren hast. Das ist hier anders. Es ist zwar noch ein recht junges Festival, aber dafür ist es am See. Jeder will direkt am Wasser sein. Deshalb rennen die Leute wie die Wilden los, wenn wir eröffnen. Am Eingang gibt Dennis den Startschuss für den Schubkarren- und Kofferwettlauf. Doch es ist eher ein müder, beschwerlicher Ritt über einen Stolperpfad. Auf zum Zeltplatz. Der Einkaufswagen sollte Michelle den Einzug erleichtern. Naja, sollte. Wir lassen uns jedes Jahr etwas Neues einfallen, aber es funktioniert nie so, wie wir uns das vorstellen. Dann machen wir eben doch wieder das Gleiche wie im Vorjahr. Es ist schade, aber das macht nichts. Und Stopp an Tor Nummer 2. Normalerweise sind wir immer die erste oder zweite Gruppe hier, aber wir sind im Verkehr festgesteckt. Ich bin es gewohnt, hier jedes Jahr herzukommen. Es gehört zu meinem Leben dazu. Wenn du es magst, wird es richtig Teil deines Lebens. Aber irgendetwas stimmt in diesem Jahr nicht. Wir zelten jedes Jahr da hinten zwischen den beiden Bäumen. Aber jetzt steht da schon ein Zelt. Normalerweise ist das unser Platz, aber dieses Jahr haben wir Pech. Wir müssen uns wohl nach einem anderen Platz umsehen. Der Campingplatz ist beim Solar Festival sehr beliebt. Etwas Besonderes, mehr als nur ein Schlafplatz. Wir haben 4 Tage Camping und 2 Tage Festival. Was man hier in Holland öfters sieht, aber auch in ganz Europa bei Festivals, ist, dass man Camping und Festival ist eigentlich meistens nicht beieinander. Bei uns ist es so, man kann vom Campingplatz kann man sofort auf ein Festival kommen. Also das ist schon mal unik. Das Zweite ist eigentlich, wenn die letzten Jahren war es so, dass den Campingplatz war immer eigentlich nicht so sehr wichtig. Man kam hier, um zu schlafen, das war's. Und das heißt jetzt so, dass wir merken seit 2 Jahren, dass Besucher eigentlich auch am Campingplatz bleiben und gar nicht mehr zum Festival kommen. Also Leute kaufen echt ein Ticket, um da zu bleiben. Ich finde das super, aber ganz komisch, weil man kreiert daneben auch noch am Samstag und Sonntag ein Festival für nochmal 15.000 Leute dazu.
Michelle wartet jetzt ganz vorne auf den nächsten Startschuss für die besten Plätze. Doch warum darf dieses eine Zelt dort schon stehen, wenn alle noch warten müssen? Wir stehen in der Schlange und müssen warten, bis sich jetzt etwas vorwärts bewegt. Und dann gehen wir mit der Schlange weiter, bis wir einen guten Platz haben. Ich bin ein bisschen gestresst, weil unser Platz eigentlich zwischen den Bäumen ist. Aber da stehen jetzt schon Zelte. Ich verstehe nicht warum, weil wir dort schon seit 8 Jahren hier zelten und jetzt ist der Platz belegt. Wir warten hier umsonst in der Schlange. Wir sind immer hier hinten und jetzt stehen wir hier blöd herum. Wir müssen jetzt warten, bis sich die Schlange bewegt. Aber das passiert erst, wenn hier alles voll ist und dann geht es jedes Mal ein paar Meter vorwärts. Vielleicht sind wir in einer Stunde dran. Scheinbar wurden zu viele Plätze verkauft, deshalb muss alles voll belegt sein. Wir müssen warten, bis das ganze Feld voll ist und dann wird es wieder gehen. Ist jedes Jahr das Gleiche, das kennen wir schon. Michelle muss sich wohl oder übel an den Gedanken gewöhnen, dass Menne und Tommy ihren Stammzeltplatz geklaut haben. Ein Privileg. Sie durften bereits vor allen anderen ihr Liebesnest aufbauen. Das sind sozusagen unsere Flitterwochen. Wir haben letzten Samstag geheiratet und wir sind hier, weil wir uns hier auf dem Festival vor ein paar Jahren zum ersten Mal begegnet sind. Ich war damals mit einer Freundin hier und ich habe sie irgendwann verloren. Ich habe sie gefragt, wo sie gerade ist und sie hat gesagt, dass sie ein paar coole Leute kennengelernt hat und ich herkommen soll. Also bin ich rübergegangen und habe mich allen vorgestellt. Dann wollte ich wieder zurück zu meiner Gruppe gehen, weil sie alle noch dort drüben waren und meine Freundin hier. Sie hat gesagt, dass sie bei ihm bleiben will. Ich bin dann gegangen und du wolltest sofort wissen, wer ich war. Wer ist dieses Mädchen? Wer ist dieses Mädchen? Deine Freundin, wie heißt sie? Sie hat mir geschrieben, dass ein dunkelhäutiger Typ nach mir fragt. Ich bin dann zurückgegangen und zum ersten Typen mit dunkler Haut gelaufen und gefragt, du hast nach mir gefragt? Sie hat mir ins Ohr geflüstert, nein, der andere, der andere. Dann bin ich zu ihm rübergegangen, habe ihn gesehen und gesagt, okay, ich mag dich. Und ich habe gesagt, ich mag dich auch. Und dann haben wir uns geküsst. Und dann haben wir uns angefangen zu küssen. So schnell ging das. Wir sind frisch verheiratet, deshalb sind wir hier. Wir haben den Veranstaltern gemailt und sie haben gesagt, dass wir ein Tippi für uns vorbereiten können, wenn wir möchten. In manchen Festivals geht es nur um Musik mit tollen Bands, tollen DJs. Aber hier geht es um mehr. Hier gibt es super Musik, die Atmosphäre ist spitze. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, wie wunderschön die Dekoration ist, die Menschen. Jeder ist freundlich. Es ist ein Spielplatz für Erwachsene. Ja, es ist wirklich ein Spielplatz. Und ihr Zeltplatz unter den Bäumen ist ein nettes Hochzeitsgeschenk vom Veranstalter. Darauf stoßen sie mit ihren neuen Nachbarn an. Also auf ihre Vermählung, die ganz unkonventionell war, mit Ringen aus Tattoo-Tinte. Michelle und ihre Freunde haben nun ihr Ziel erreicht. Nach dem Warteraum kommt jetzt die Praxis, der Zeltaufbau. Ihre Laune ist auf einem neuen Tiefpunkt gelandet. Der Eingang muss auf der anderen Seite sein, sonst kommt keiner mehr vorbei. Ich will mich einfach nur hinsetzen und etwas trinken. Ich kann das überhaupt nicht. Ich hasse das. Aber danach sind wir froh. Wir müssen das jetzt hier hinter uns bringen und dann ist das okay. Aber ich bin zufrieden mit dem Spot. Das ist gut. Und wenn wir fertig sind, können wir endlich Party machen. Richtig abfeiern. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Wir sagen immer, dass wir das nie wieder machen. Dann kommen wir doch immer wieder und halten uns nie daran. Alles ist okay im Solar Camp. Michelles Truppe hat einen Platz am Sandstrand ergattert.
Doch nicht jeder Gast hat die Muße und ist bereit, stundenlang auf Einlass zu warten. Festi-Tents? Ja, Festi-Tents. Dankeschön. Ihr bekommt dann noch eine Lampe und eure Matratzen. Ja, super, danke. Deshalb gibt es auf dem Solar die Möglichkeit, fertig aufgebaute Zelte zu mieten. Wir haben 400 Leute in unseren Zelten. Bei so vielen Leuten muss man schauen, dass alle glücklich sind. Wir versuchen den Leuten nur das Beste zu geben. Wir wollen keinen Luxus bieten. Wenn man auf Luxus steht, geht man ins Hotel. Wir wollen einfach locker und entspannt sein. Das ist unser Angebot. Es reicht schon ein kleines Zelt, genannt Festi-Tent, mit dem Benjamin seine Kunden überglücklich macht. Ladies, viel Spaß! Ich komme seit 3 Jahren zum Solar. 2 Jahre lang habe ich hinten im Festival gecampt und mein Zelt hier gelassen. Ich war dann immer so müde und erschöpft, dass ich einfach alles dagelassen habe. Das kostet eine Menge Geld. Deshalb kaufe ich mir jetzt für ein paar Tage ein Zelt, gehe nach Hause und lasse diesen ganzen Mist hier. Es ist ein Festival mit Camping. Aber das Camping ist fast genauso wichtig wie das Festival. Es ist nicht das Gleiche, aber fast. Es kommen 30.000 Leute zum Festival. 5.000 Leute davon zelten. Das sind eine Menge Camper für ein kleines Festival. Normalerweise hast du 100.000 bis 150.000 Leute bei einem Festival, wovon 20.000 bis 30.000 zelten. Du siehst es selbst, der Campinganteil hier ist sehr hoch. Genauso sehen das Michelle und ihre Freunde auch. Glücklich im Camp angekommen. Wir haben uns ein schönes, warmes Nest hier gebaut. Uns interessiert das Festival gar nicht so sehr. Das Festival geht nur 2 Tage. Die lachen mich gerade aus. Und es ist nett, aber es ist nicht die Hauptsache. Das Wichtigste ist das Zelten. Das Festival ist nach 2 Tagen vorbei und wir sind nicht nur deswegen hier. Okay, ich treffe. Warte. Verdammt! Das war deine Schuld. Ich kann nicht mehr. Ich finde es auch überhaupt nicht lecker. Ein paar Runden Bierpong später ist es Zeit, die Beine hochzulegen. Ich bin so glücklich. Ganz geil, ja. Nächsten Monat werde ich 30. Heute Nacht feiern wir meine Vorgeburtstagsparty. Als ob man hier einen Grund bräuchte zu feiern. Während es manche noch entspannt angehen lassen, ist die Party am Campingplatz längst eröffnet. Es wird sich eingegroovt zu den ersten Beats des Partywochenendes. Die Getränke dafür haben sich die Camper selbst mitgebracht. Für die Veranstalter ist das kein Problem. Sie schätzen die Eigendynamik und sponsern den Startschuss. Traditionell wird das Solar mit dem Holi Fest eröffnet. Eigentlich stammt dieses Ritual aus Indien. Die Idee der Farbschlacht ist es, ausgelassen zu feiern. Genau wie hier auf dem Solar Weekend. In den Jahren seit seinem Bestehen wuchs das Solar Weekend zu einem der kreativsten Festivals. 27.000 Besucher sind angekommen und ein Wohnmobil namens Betty, in dem Lieke wohnt. Ihr Hippie-Markt ist gleichzeitig Arbeit und Vergnügen. Sie ist Grafikdesignerin aus Eindhoven. Es ist echt cool mit anzusehen, wie aus nichts so etwas Tolles entstehen kann. Die ganzen Leute, die herkommen. Es ist so cool. Das hier ist mein Wohnwagen. Sie heißt Big Betty und ich habe diese Idee.
Ich mag es nicht, dass Leute alles wegschmeißen. Wenn du Kinder hast, die keine Lust mehr auf ihre Spielsachen haben, sagen die Eltern ihnen, dass sie es wegwerfen sollen oder zu einer gemeinnützigen Organisation geben sollen. Dann sage ich, halt, lass uns etwas Neues daraus machen. Das hier ist Vintage, so Indianer- und Cowboy-mäßig. Ich mache Ohrringe daraus. Es fängt nur mit einem Stück Stoff an. Ein verrücktes Teil und dann geht es in meinem Kopf weiter. Anfangs wurde Lieke noch von den Veranstaltern des Platzes verwiesen und sie sah ihr Festivalgeschäft scheitern. Jetzt ist sie ein fester Bestandteil der kreativen Feierszene. Es ist überwiegend für Frauen, aber es ist auch was für Männer dabei und auch ein bisschen Unisex. Hier ist alles ein bisschen verrückt. Da könnt ihr euch sicher sein. Ich finde immer alles Mögliche und merke dann sofort, fett, ein Ohrring, eine Kette. Die Schleifen sind auf Klebeband. Das ist Klebeband? Das hast du einfach so gemacht? Das Zeug ist von überall. Das hier sind Schnürsenkel, das habe ich gehäkelt, Flipflops mit Blumen. Hallo. 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 Ich könnte eine Sonnenbrille gebrauchen. Een pixelshade. Goed. Maar deze is toch nog steeds de leukste. Das Solar ist verrückt. Es basiert auf Kreativität. Viele Leute haben eine Idee und legen einfach los. Es wächst und wird für ein paar Tage zu einem kleinen Dorf. Growing, and at one point it's a little village for a few days actually, with a lot of Viele kreative Leute, viele Leute, die hart arbeiten und wirklich viele coole Gäste. guests. Ja, off, niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Oh, bijna klaar. Gleich ist es fertig. Die letzte Schleife. War's der Bär? Die Möglichkeit, sich zu präsentieren und ein bisschen Geld zu verdienen, ist bei Künstlern wie Lieke sehr beliebt. Jahr für Jahr bewerben sich mehr Künstler und wollen Teil des Solars werden. Dennis und sein Team nehmen sich viel Zeit, um die richtige Mischung zu finden. Was wir hier haben, die Gruppen, also kreative Leute oder Gruppen, Künstler oder so ähnlich, die kommen bei uns, die fragen, wir möchten ganz gerne eine eigene Stage oder eine eigene Area oder ich habe ein super Spiel oder eine Aktivität, passt das bei euch? Dann checken wir das, wir kontrollieren das und wir begleiten eigentlich die Gruppe eine Woche oder eine lange Zeit, wie man das nötig hat. Und wenn es passt, dann lassen wir die Gruppen das kreieren, auch am Campingplatz. Singing sweet songs of melodies pure and true. Singing, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, because every little thing is gonna be alright now. Singing, don't worry about a thing, because every little thing is gonna be alright now. Just be happy. Be happy. Yeah. We don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Just be happy about the things that you have and the life gives you. Yeah. Tell him, boy. You better be happy, girl. Before you know it, man, everything will be over. Jump on. Yeah. Wir haben jetzt, das ist die 12. Edition vom Solar und ich sehe jetzt auch, dass wir eine neue Generation von Leuten eigentlich hier bekommen als Besucher. Und wenn man die Jungs und Mädchen, die Künstler, die hier arbeiten und alles kreieren, die werden auch immer jünger.
Ich glaube, dass es einfach eine natürliche Schwusch ist, also eine Verjüngerung vom Event und das ist eigentlich auch sehr wichtig. Einer dieser jungen Newcomer ist Dirk. Wir sind hier bei der Triangle-Bühne. Wir hatten ziemlich viele Ideen, die ziemlich groß geworden sind. Deswegen gibt es nur eine Bühne. Sie dient als große Leinwand. Man organisiert eine Malcrew und während des Festivals kommt eine Schicht auf die nächste. Wenn du also in ein paar Stunden wiederkommst, sollte die Bühne komplett anders aussehen. Es kommen ständig neue Maler mit neuen Stilen, die alle ihre ganz eigene Vision für die Bühne haben. Niemand wird bezahlt. Sie bekommen die Reise und das Essen, Farben, wenn sie welche brauchen, und einen Schlafplatz. Sie kommen alle her, weil sie helfen wollen. Sie machen sich alle so viel Mühe, gehen total ins Detail und hören nie auf. So they're all like here for goodwill, so they really go for an extra mile and really go for all the small details and they never stop actually. Dirks Motto für die Stage: Dschungel aus Beton. And I think that's pretty cool about. Das kreative Element ist das Tolle am Solar. Man sieht einfach, dass die Leute alles von Hand machen. Hier gibt es keine Fertigteile oder Technologien von irgendwelchen Firmen. Wir haben mit kleinen Hauspartys angefangen, wurden dann immer größer und plötzlich waren wir beim Solar. And then from there slowly bigger and then we were invited at Solar. Nervös, dass auch alles klappt, hat Dirk Unterstützung dabei. Seine Familie ist für ihn angereist. Das hier sind mein Vater, meine Mutter und meine Tante, die hier ganz in der Nähe wohnt. Sie waren so neugierig, was wir hier machen, dass sie rüberkamen und uns ein bisschen Essen gebracht haben. So that's why they could come over and make us some food. Mein Sohn macht das ja schon seit einigen Jahren. Letztes Jahr war ich am Donnerstag hier und alles war grün, außer hier und dort ein Bretterhaufen. Deshalb wollten wir dieses Jahr einen Tag später kommen, um besser sehen zu können, was denn hier entsteht. Meine Eltern finden es ganz toll, wie groß alles ist und wie cool alles aussieht. Deshalb bringen sie uns auch immer Essen her. Sie sind so neugierig und wollen wissen, was wir hier treiben. Sie wollen sogar Tickets kaufen, aber ich habe ihnen gesagt, dass sie nicht unbedingt der Zielgruppe entsprechen. Dabei ist das Solar-Publikum bunt gemischt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Mischung verkörpert Jerry perfekt. Er tritt hier als Dini van Moorsel auf. Verkleiden ist ganz schön. Und das hier die Umwandlung von Mann zu Frau, das hat das meiste Erfolg. Hier auf dem Theaterplatz, das mache ich am liebsten. Menschen haben hier Spaß, trinken zusammen, haben eine gute Zeit. Eigentlich geht das im Leben um gute Zeit zu haben miteinander. Und man arbeitet die ganze Zeit im Baustelle oder die doofe Sachen machen, in Industrie. Und alles hat das Ziel, glücklich zu sein. Aber wo ist man richtig glücklich? Wenn man, ja, Feierabend sagt man dann, Feierabend. Warum soll man warten bis Feierabend? Man muss ja immer glücklich sein. Der Stand-up-Komödiant liebt seine Rolle, mit Neigung zum Sadomasochismus. Dini ist ein Hausweib, normale Frau, so gewöhn möglich. Sie hat eigentlich die Ambition, eine richtige Fernsehshowfrau zu werden. Ja, Dini hat ein Geheimnisleben. Sie ist SM-Meisterin. Und jetzt habe ich die Hundeshow ausgedacht. Da die Leute können hier auf diesem Festival wie ein Hund und ein Boss durch ein kleines Parcours. Und das endet dann im Doggyhaus. Ja, ich habe gespürt, dass die Leute Sexualität interessiert sie. Ja. Sex ist immer ein Ding. Jeder Festival, eigentlich ist es ein großer Spielgarten. Und die Leute sind alle Kinder. Das ist eigentlich überall. Nicht weit entfernt auf dem Campingplatz hat jemand eine sehr kurze und anstrengende Nacht gehabt.
Lieke musste gegen ihren Willen umziehen und das mitsamt dem ganzen Hippie-Markt. Eine kräfteraubende Tortur und wirklich nachvollziehen kann sie die Begründung der Veranstalter auch nicht. Wie du siehst, sind wir umgezogen. Wir haben einen neuen Platz. Man hat uns gestern gesagt, dass es nicht genug Platz für die Leute gibt, die immer noch aufs Festival strömen. Wir haben uns schließlich darauf geeinigt, dass wir heute Morgen um 8 Uhr umziehen. Ich glaube, wir haben jetzt aber auch einen sehr guten Platz, weil jeder auf seinem Weg vom Campingplatz zum Festivalgelände hier vorbeikommt. Egal. Sobald ich fertig gegessen habe, kann ich loslegen. Lieke hat Gefallen am neuen Platz gefunden, auch wenn man es ihr gerade nicht anmerkt. Eigentlich bin ich total müde, jetzt wo ich sitze. Mehr als 300 Künstler sorgen an 4 Tagen für ein buntes Programm. Über die Jahre ist Solar Weekend zu einem wahren Sprungbrett der kreativen Industrie geworden. Große internationale Marken unterstützen das Solar, ohne groß präsent zu sein. Sie schätzen den kreativen Austausch mit den Künstlern und verzichten dafür fast gänzlich auf Werbung. Für die Festivalgäste ein Ort, um sich auf der Suche nach neuen Abenteuern und Erlebnissen überraschen zu lassen. Ein magisches und faszinierendes Festivalwochenende. Frisch gestylt geht es rüber zu Jerry. Bühne frei für seine Hundeshow. Hier is de Dominadini's Show. Ben jij een hondje of ben jij een baasje? Volgens mij is het een jammer een hondje. Ja, een heel mooi hondje. Goed zo. Goed zo. En straf hem af als je het niet goed doet, hè? Der Alleinunterhalter lässt seine Gäste als Hündchen und Herrchen einen Parcours bewältigen. Auf allen 4 mit Hundemaske. Ein ziemlich schräger Fetisch, der aber Anklang beim Publikum und besonders bei Jerry, also bei Dini van Moorsel, findet. Jerry genießt seine Rolle als Sadomaso-Hausweib. 4 Pfoten für ein Halleluja. Wir haben eigentlich ganz viel Glück. Guck mal, so die Flüchtlinge zum Beispiel. Die Leute haben ja nichts mehr. Und wir haben alles noch. Guck mal, wir können Spaß haben und wir sind richtig reich. Das vergisst man auch oft. Wir können alles. Wir haben so viel. Richtig schön. Die Menschen haben alle mitgemacht. Ja, nicht alle. Muss man ein bisschen daran ziehen, ne? Und dann endet das so richtig stolz sind sie darauf, dass sie das geschafft haben. Ja, sie sind glücklich. Sie lachen. Das ist, was ich wollte. It's fun to be here and just do everything and let it go. Do everything. Don't think about it, do it. That's fun here. Der Festival Campus strotzt nur so von kreativen Ideen. Jeder darf und soll sich sogar neu erfinden oder sich einfach ausleben. Wie hier bei der Singlebörse im Wohnwagen, die den krassen Gegensatz zum Internetflirt vergegenwärtigen soll. Ein echtes Datingmobil für Experimentierfreudige. Wir lassen eine Frau oder einen Mann da rein und fragen sie, worauf sie stehen.
braune Haare, dick, klein, dünn, egal was. Dann suchen wir nach einem Menschen, der der Beschreibung entspricht. Erst müssen Sie hier einen Ball herausholen. Jede Farbe steht für etwas anderes. Gelb steht für Zungenkuss. Wir haben auch Massage und andere Dinge. Dann schicken wir Sie da rein und sagen Ihnen Bescheid, dass jemand auf Sie wartet und Sie jetzt Ihre Aufgabe erfüllen müssen. Und dann tust du es einfach. Es soll eine Herausforderung sein. Viele sagen, dass sie offen sind für alles. Frau mit Frau, Mann mit Mann. Und wenn es dann wirklich soweit ist, trauen sie sich nicht. But when it comes to the point, it is okay, that is strange. You know I love you, and I missed you, baby, when you left, and I yearn all week for you to come, and I yearn all week for you to come. It's always crazy. Es ist immer verrückt. Mein Freund und ich sind schon auf vielen Festivals gewesen, aber das hier ist das Verrückteste. Ein Paar hatte gerade Sex da drin. Das passiert eben. Ist mir egal. Und das ist es, was die Besucher so schätzen. Das Solar steht für Experimentierfreudigkeit, Toleranz und Party nonstop. Eine lange Partynacht endet mit einem guten Morgenkaffee für die frisch verheiratete Menne. Die Englischlehrerin aus Amsterdam schlendert wieder hinüber zu ihrem Gatten ins Honeymoon Camp. Das Solar Festival ist für Tommy und Menne wie eine eigene Welt außerhalb der realen. Stell dir vor, wir sind in einer Real-Life-Soap. Ich finde, es ist das Festival für Erwachsene. Genau das ist es. Es ist ein großer Spielplatz. Das Festival, der Campingplatz. Es ist diese eine Woche im Jahr, wo sich alle freuen, dass sie endlich wieder raus dürfen zum Spielen. In a year that everybody goes like, ah, finally, yeah, we can go out and play again and stuff like that. Und wir hoffen, dass wir nie den Spaß daran verlieren, richtig? Sonst suchen wir uns einfach neue Festivals, die zu uns passen. Aber bisher passt das hier ziemlich gut zu uns. Ballons und Konfetti, Überbleibsel einer weiteren Hochzeitsnacht. Es ist so eine Art erweiterte Hochzeitsparty. Heute kommen noch mehr Freunde. Es war so, als wir die Hochzeit geplant haben, mussten wir uns ein Datum überlegen. Ich bin Lehrerin, deshalb bin ich auf die Ferien angewiesen. Wir haben eine Menge Freunde, die auf Festivals gehen. In der Zeit war fast jedes Wochenende ein Festival, auch das Solar. Vielleicht können wir es kombinieren. Da dachten wir uns, vielleicht können wir das kombinieren. Das einzige Wochenende, das übrig war und an dem wir heiraten konnten, war letztes Wochenende. Und jetzt sind wir hier.
The thing is, we're not here. Wir sind nicht wegen irgendwelchem Luxus hier. Das ist uns egal. Schlaf ist auch Luxus und den hat sich Michelle heute Nacht gegönnt. Ich glaube, ich habe mehr geschlafen als in den letzten 4 Jahren. Das ist positiv. Aber es ist alles etwas anders dieses Jahr. Letztes Jahr hatten wir eine Freundin dabei, die jetzt schwanger ist. Wir werden älter, jetzt kommen dann Hochzeiten und Babys und all das. Damit werden wir uns wohl abfinden müssen. Ich glaube nicht, dass ich von Donnerstag bis Montag auf Solar gehen werde und mich jeden Tag abschießen und Drogen nehmen werde, wenn ich verheiratet bin und Babys habe. Das mache ich jetzt noch. Solange ich keine Hochzeits- oder Babypläne habe, komme ich auf Solar. Ich habe einen Freund, der ist auch auf dem Festival, aber er ist auf der anderen Seite vom Campingplatz. Aber das ist eine halbe Stunde zu Fuß entfernt, deshalb sehen wir uns nicht. Es ist eben mein Festival und sein Festival, aber nicht unseres. Jeder lebt und erlebt sein eigenes Solar Camping Festival. Und es gibt auch eine Art Schatzsuche. Jedes Jahr bauen die Veranstalter eine Überraschung auf, die Menne und Tommy heute finden wollen. Heute ist Tag 2 des Festivals. Wir wissen noch nicht, was passieren wird. Es ist jedes Jahr anders. Aber es gibt immer eine geheime Bühne. Ja, es gibt jedes Jahr einen anderen Eingang. Du musst nach Hinweisen suchen. Nicht jeder weiß davon, deshalb tun wir vor anderen Leuten so, als ob wir noch nie etwas davon gehört haben. Ja. Wir haben etwas von einem stinkenden Ort gehört. Irgendwas von Toiletten. Wir wissen nicht, was es ist oder wo, aber wir müssen wohl jede Toilette überprüfen. Lass uns die Dixies untersuchen. Die Dixies, ja, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Gut, diese Toilette ist damit wohl nicht gemeint. Auf dem Boot finden sie keine versteckte Bühne. Dafür haben sie es über Nacht in die Zeitung geschafft. Wir sind heute Morgen aufgewacht und unsere Freunde haben uns erzählt, dass eine Zeitung vor unserem Zelt lag. Wir haben Seite 4 aufgeschlagen und das hier gesehen. Das sind wir bei unserer Hochzeit. Wedding? Thanks. Da steht auch, dass man uns grüßen soll, mit uns auf die Liebe anstoßen und mit uns feiern soll, wenn man uns auf dem Festival trifft. Die Leute starren uns alle an. Ach ja, die 2. Ja, das sind wir. Ja, das Feiern hier ist eigentlich gemütlich. Man merkt, die Leute, die hier kommen, die haben echt Ferien. Man hat einen Mann, niemand ist aggressiv, es ist nur Liebe. Jeder Party zusammen. Jeder möchte auch nicht mehr, also Partys ohne Ende. Und das merkt man hier eigentlich sehr gut. Und wir haben einfach die Atmosphäre ist echt top, ist perfekt. Hier am Gelände wird heute noch verheiratet, 2 Leute. Letztes Jahr hatten wir eine Heirat auf dem Campingplatz und es gibt auch schon Solar Babys. Die sind hier auch schon mal geboren und die haben den Namen Solar. Also das ist eine Art, das ist jetzt nach 12 Jahren ist das ziemlich groß geworden. Unser Hochzeitsplaner ist der Besitzer des Festivals. Er hat alles organisiert. Wir hatten keine Ahnung, was passieren wird. Meine Oma ist 86 Jahre alt und wandert gerade auf dem Festival herum. Unsere Kinder, 5 und 7 Jahre alt, sind auch hier. Wir werden uns einfach einen schönen Tag machen und eine super Party mit all unseren Gästen feiern. Das wird wundervoll.
Liebe, Familie und ausgelassenes Miteinander in enthemmter Atmosphäre. Den Alltag hinter sich lassen und abtauchen. Es läuft total schlecht. Niemand ist hier, es ist total leer. Heute Morgen war ich etwas nervös. Ich habe auf dem Campingplatz gefrühstückt und wollte dann zur Bühne schauen, um zu sehen, wie es läuft. Ich bin hergekommen, es war total leer und ich war ziemlich nervös wegen der ganzen Arbeit. Eine Stunde später wurde es dann voller. Das Bild ist auch fertig und das hier ist auch neu. Von Dirk ist eine große Last abgefallen. Es läuft und er ist nach all dem Stress wieder zu Scherzen aufgelegt. Der Concrete Jungle boomt. Feierlaune. Dirks Konzept ging auf. Lieke dagegen versucht, Arbeit und Feiern irgendwie unter einen Hut zu bringen. Seit dem Umzug läuft es nicht so gut. Ich habe nur ein paar kleine Sachen eingepackt. Ich will versuchen, die Halsketten zu verkaufen und ich habe auch noch ein paar andere Kleinigkeiten. Mal sehen, wie es funktioniert. Nein, ich bin nicht sauer. Ich bin nicht wütend, dass wir umziehen mussten. Es ist schon okay. Ich glaube, heute kommen auch Leute, die nicht zelten. Ich verkaufe meine Sachen jetzt seit 2,5, 3 Tagen und jeder hier kennt das Zeug schon. Es ist nichts Neues für sie. Ich glaube, viele Leute sind heute nur für den Tag da. Mal sehen, ob sie ein paar verrückte Halsketten kaufen wollen. Wenn gar nichts geht, packe ich es weg und mache selbst Party. Ich will es nur mal versuchen. Ich bin ja mein eigener Chef. Ich werde einfach mal sehen, wie es läuft. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die total viel um die Ohren haben und einfach nur alles vergessen wollen. Bei so viel verrücktem Zeug erschafft man sich wirklich seine eigene Welt. Es ist eine komplett andere Welt. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. Ich bin selbst das beste Beispiel. Vor ein paar Jahren war bei mir auch ziemlich viel los und ich habe gesagt, ich will arbeiten, ich will zu Festivals gehen. Das war das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe nur gearbeitet und gefeiert, bis mein Körper einfach gestreikt hat und gefragt hat, was machst du mit mir? Jetzt ist es anders. Jetzt lasse ich es immer noch krachen, aber dann mache ich ein paar Wochen oder Monate lang einfach langsam. Die Leute sehen mich so, wie ich bin, lebensfroh und glücklich. Und all meine verrückten, bunten Sachen. Um den anderen Mist kümmern wir uns später. I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bulldog. Auf der Schatzsuche kommen Menne und Tommy ihrem Ziel endlich näher. Die geheime Bühne, hinter der Toilette, gleich links.
Wir haben es gefunden. Es stinkt nicht so sehr, wie wir dachten. Ja, weil es echt eine Toilette ist. Aber ich finde es ziemlich cool. Da gibt es zwar ein Schild, ich habe auch danach gesucht, aber ich konnte es nicht finden. Dann kam jemand heraus und ich dachte mir, wow, das ist cool. Ziemlich schöne Flitterwochen. Ich finde wirklich, dass es das beste Festival ist, zumindest auf dem ich bisher war. Ich kann mir einfach kein besseres Festival als diesen Spielplatz vorstellen. Es macht so viel Spaß. So fun. So much fun. Es ist 8:30 und wir haben noch 1,5 Stunden. Und wenn man hier jetzt guckt, alles ist eigentlich perfekt. Echt. Das Wetter ist schön, die letzten 2 Tage. Camping ist schön. Wenn es hier gleich um 11 finito ist, dann geht jeder zum Campingplatz und da wird da noch die Partys gemacht und dann ist es vorbei. Wir sind eigentlich zu 12 bei uns im Office. Wir arbeiten 360 Tage pro Jahr an dieses Event und jetzt kann ich eigentlich, das Bild ist jetzt gemalt und wir haben es eigentlich jetzt alles erlebt. Und wenn man es so sieht und jetzt ist eigentlich alles fertig, das ist eigentlich zu schade. Das Beste wäre, wenn wir hier einfach bleiben können und dass wir unser Dorf hier halten können, das wäre perfekt. Auch wenn Dennis morgen mit dem Abbau beginnen muss, im nächsten Jahr werden er und sein Team wieder alles geben, um die Festivalbesucher aufs Neue zu verzaubern.